Ist das die Lösung für überfüllte Notaufnahmen in Krankenhäusern? Denn 20 € soll jeder zahlen, der kein echter Notfall ist. Kann das die Notaufnahmen entlasten? Der Main Tower Street Check in Frankfurt. Ich bin grundsätzlich ein Mensch, der sich zweimal überlegt, ist es jetzt Notfall oder nicht. Ich glaube heutzutage 20 €, das ist nicht so viel Geld dafür. Überfüllte Notaufnahmen in Kliniken, Überlastung des Personals. Da kommt jetzt die Politik mit einem Vorschlag um die Ecke. CDU, CSU sagen, die Menschen sollen erst mal zum ärztlichen Bereitschaftsdienst oder bei der 116, 117 anrufen. Da wird entschieden, ob man wirklich ein Fall für die Notaufnahme ist. Ist man keiner und geht trotzdem hin, sind 20 € fällig. Das Geld soll sozusagen abschrecken und dazu beitragen, damit die übervollen Notaufnahmen etwas leerer werden. Ich habe schon häufig gehört, dass die Notaufnahme mit Lappalien belästigt wird. Aber wenn der Service unter den 116, 117 nicht besser wird, ist das kein Wunder, dass die Leute die Notaufnahme fahren. Ich kann mir schon vorstellen, dass viele wirklich einfach sagen, oh ja, ich gehe halt mal in die Notaufnahme, wenn ich irgendein kleines Wehwehchen habe. Insofern ja, wird es vielleicht den einen oder anderen davon abhalten, direkt in die Notaufnahme zu gehen. Man kriegt ja geholfen. Ich meine, ob man jetzt wartet, einen Tag später, oder man geht in die Notaufnahme, bezahlt halt die 20 € und dann sagt dann, okay, ist in Ordnung. Das heißt, das würde Sie nicht abschrecken, in die Notaufnahme zu gehen? Nein, absolut nicht. Ich denke schon, es wird eine Entlastung geben, weil 20 € ist doch schon ein bisschen Geld, einfach um mal zum Arzt zu gehen und wenn man nichts hat oder sowas. Also ich denke, das schreckt einige ab. Ich glaube, dass dann vielleicht Menschen doch eher zu einem Arzt gehen würden. Zum normalen Hausarzt oder so? Genau. Noch einen Tag warten? Genau. Vielleicht so. Also weil das, was ich so mitbekomme von Menschen, die in Notaufnahmen arbeiten, die erzählen schon, dass auch diverse Male Menschen kommen, die nicht wirklich ein Notfall sind. Und dafür sind Notaufnahmen da, für Notfälle. 20 € Notaufnahmegebühr. Wir fragen den Chefarzt der Notaufnahme des Klinikums Kassel, was er von der Idee hält. Wir wissen das ja von der Praxisgebühr der niedergelassenen Ärzte von vor einigen Jahren, dass solche Zahlungen überhaupt keinen Steuerungseffekt haben. Sie erzeugen massiven bürokratischen Aufwand. Das Geld muss abgerechnet, bilanziert werden, abgeführt werden. Der Effekt bei der Praxisgebühr bei den Niedergelassenen war 0, weshalb man das Ganze auch als bürokratisches Problem nach einigen Jahren dann abgeschafft hat. Und ich würde mir auch für die Notaufnahmen von Krankenhäusern überhaupt keinen Effekt erwarten davon. Vermeintlich harmlose Fälle durch eine Gebühr von der Notaufnahme fernzuhalten, könne sogar nach hinten losgehen, sagt der Chefarzt. Der Punkt ist, dass man es ja vorher nicht weiß. Ja? Und der Fußgänger, der mit einer scheinbar nicht so schweren Beschwerde kommt und dann aber relativ schnell sich tatsächlich doch als schwerer, lebensbedrohter Notfall herausstellt, das gibt es jeden Tag bei uns. Das ist gar nichts Ungewöhnliches. Statt 20 € von den Menschen zu verlangen, sieht er das medizinische Versorgungssystem in der Pflicht. Wir glauben, dass sich das System an den Bedürfnissen der Patienten orientieren muss und nicht die Patienten an den Strukturen des Systems. Ob 20 € wirklich die Lösung wären und Notaufnahmen deswegen leerer, bliebe abzuwarten. Das Ganze ist ja erstmal nur ein Vorschlag aus der Politik.